Trade Republic oder Scalable Capital? Welches Depot ist besser? Bei welchem Broker bekommst du mehr kostenlose Sparpläne und wo lohnt sich ein Wertpapierdepot mehr? Wir zeigen dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile und auch die Nachteile. Am Ende des Videos sagen wir dir, ob das Depot von Trade Republic oder das von Scalable Capital das Beste für deine Ansprüche ist. Bleib also bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns über einen Like von dir sehr freuen. Vielen Dank dafür. Beide Depotanbieter bieten sehr attraktive Konditionen, unterscheiden sich aber in einigen Dingen stark. Wo? Das zeigen wir dir jetzt. Legen wir los. Trade Republic und Scalable Capital im Vergleich. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Aktien. Bei Trade Republic kannst du über die LS Exchange 7500 Aktien für 1 Euro handeln. Mit Scalable Capital ist das Angebot mit 6000 Aktien über Getex zwar etwas geringer, sie können dafür aber tatsächlich kostenlos gehandelt werden. Außerdem hast du mit der zusätzlichen Möglichkeit über Xetra zu handeln ein noch größeres Angebot als bei Trade Republic. ETFs. Bei Trade Republic kannst du derzeit etwa 1500 ETFs handeln. Bei Scalable Capital hast du ein noch größeres Angebot. Hier kannst du aus rund 1900 ETFs alle Anbieter wählen. Derivate. Trade Republic bietet dir Derivate wie Zertifikate, Optionsscheine und Knockouts von Citi, Société Générale und HSBC. Scalable Capital bietet dir Derivate von Goldman Sachs, HSBC und OneMarkets bei Hypo Vereinsbank. Kryptowährungen. Bei Trade Republic kannst du aktuell Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash handeln. Es handelt sich um echte Tokens, also nicht um ein Derivat auf die jeweilige Kryptowährung, allerdings ist die Verwahrung auf einem eigenen Wallet nicht möglich. Du kannst also die Kryptowährungen nicht wie bei Kryptobörsen nutzen, um zu bezahlen, sondern sie nur als Geldanlage nutzen. Bei Scalable Capital hast du unter den Kryptowährungen eine deutlich größere Auswahl. Hier gibt es Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Binance Coin, Polkadot, XRP Ripple, Solana, Stellar, Tezos und Tron. Anders als bei Trade Republic investierst du hier allerdings nicht direkt in die Kryptos, sondern in börsengehandelte Exchange Traded Products, kurz ETPs, die wie ETFs bei Aktien funktionieren. Bei fast allen sind die jeweiligen Coins physisch hinterlegt und teilweise sogar lieferbar. Du kannst sie im Einmalkauf ordern oder im Sparplan kostenlos ab 1 Euro Sparplanrate besparen. Interessant ist, dass du hier auch Short gehen, also auf fallende Kurse setzen kannst. Depotgebühren und Handelskosten. Beim Trade Republic Depot ist die Gebührenstruktur sehr einfach. Es gibt keine Depot- oder Kontoführungsgebühr. Beim Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen fällt eine Gebühr von pauschal 1 Euro an. Alle Ausführungen von Aktien- und ETF-Sparplänen sind kostenlos. Scalable Capital gibt es in 3 Tarifvarianten: Free, Prime und Prime Flex. Im Free Broker Tarif fallen wie auch bei Trade Republic keine Konto- oder Depotführungsgebühren an. Der Kauf und Verkauf von ETFs der Anbieter iShares, Invesco und Xtrackers ist kostenlos, wenn der Orderwert mindestens 250 Euro beträgt. Alle anderen ETFs sowie Aktien und Fonds handelst du für 99 Cent je Order. Sparpläne für Aktien- und ETF-Sparpläne sind hier ebenso wie Kryptosparpläne kostenlos besparbar. Bei den beiden Prime-Angeboten fallen monatliche Gebühren an. Prime kostet 2,99 Euro und Prime Flex 4,99 Euro monatlich. In den Prime-Tarifen kannst du alle Aktien, ETFs und Fonds ab einem Orderwert von 250 Euro kostenlos handeln. Wie im Free Broker-Tarif sind auch in den Prime-Tarifen alle Sparpläne gebührenfrei besparbar. Das Prime-Abo wird jährlich abgeschlossen und bezahlt. Bei Prime Flex werden die Gebühren monatlich abgerechnet und du kannst das Flex-Abo monatlich kündigen. Hinsichtlich des Spreads nehmen sich beide Anbieter nicht viel. Am besten handelst du, wegen des Referenzkurses, ohnehin immer zu den Öffnungszeiten der Xetra. Die Sparpläne im Vergleich. Bei Trade Republic gibt es rund 1500 ETF-Sparpläne und 2500 Aktiensparpläne. Die Mindestsparrate beträgt 10 Euro. Hier stehen dir 2 Ausführungstage zur Auswahl, und zwar jeweils der 2. und der 16. eines Monats. Alle Sparpläne werden ohne Gebühren ausgeführt. Bei den Sparplänen bietet Scalable Capital eine deutlich größere Auswahl. Alle verfügbaren 1900 ETFs können kostenlos bespart werden. Darüber hinaus kannst du auch mehr als 6000 Aktien aus allen großen Indizes der Welt kostenlos im Sparplan besparen. Wie bereits gesagt, gibt es bei Scalable Capital außerdem auch Krypto-ETPs im Sparplan, die ebenfalls kostenlos bespart werden können. Bei allen Sparplänen beträgt die Mindestsparrate lediglich 1 Euro. Aber nicht nur bei der Sparrate bist du mit Scalable Capital sehr flexibel, sondern auch bei den Ausführungstagen.
9 verschiedene Ausführungstage stehen dir zur Auswahl. Und zwar der 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22. und 25. eines Monats. Alle Sparpläne werden ohne Gebühren ausgeführt, auch im kostenlosen Freebroker-Tarif. Die Handelsplätze. Bei Trade Republic werden sämtliche Orders über die L&S Exchange, dem digitalen Handelsplatz der Börse Hamburg, ausgeführt. Bei Scalable Capital läuft der Handel über Getex, dem digitalen Handelsplatz der Börse München. Die Handelszeiten bei beiden Brokern sind sehr ähnlich. Bei Trade Republic kannst du Aktien und ETFs von 7:30 Uhr bis 23 Uhr handeln. Der Derivatehandel beginnt ab 8 Uhr und endet um 22 Uhr. Bei Scalable Capital liegt die Handelszeit zwischen 8 und 22 Uhr. Du kannst aber hier auch deine Order außerhalb der Handelszeiten eingeben und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeführt. Daneben steht dir bei Scalable Capital auch der Handel über die Xetra zur Verfügung. Allerdings gilt dann hier nicht der Orderpreis von 99 Cent und Xetra-Orders sind auch nicht in der Trading Flatrate der Prime-Tarife enthalten. Hier fällt eine Ordergebühr von 3,99 € zuzüglich 0,01%, mindestens aber 1,50 € an. Du bezahlst also mindestens 5,49 € je Order an der Xetra. Im Vergleich mit anderen Brokern ist aber auch das sehr günstig. Was du noch wissen solltest. Trade Republic arbeitet mit der Solaris Bank aus Berlin zusammen. Deine Einlagen auf dem Verrechnungskonto sind über die gesetzliche Einlagesicherung bis zu 100.000 € abgesichert. Scalable Capital arbeitet mit der Baader Bank in Unterschleißheim bei München zusammen. Auch hier greift die gesetzliche Einlagesicherung. Darüber hinaus ist die Baader Bank freiwilliges Mitglied des Einlagesicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. Damit sind Einlagen bis zu 750.000 € je Kunde geschützt. Da beide Unternehmen ihren Sitz in Deutschland haben, erhältst du automatisch eine Jahressteuerbescheinigung und die Abgeltungssteuer wird automatisch abgeführt. Anders als bei ausländischen Anbietern brauchst du dich nicht selbst um die Zahlung der Steuer kümmern. Scalable Capital oder Trade Republic. Welcher Broker ist besser? Vor allem im Vergleich mit anderen Brokern bieten beide Anbieter hervorragende Konditionen. Dabei bietet Scalable Capital auch im kostenlosen Freebroker-Tarif aber noch etwas mehr als Trade Republic. Mit 1900 ETFs hast du mit Scalable das größte Angebot kostenlos besparbarer ETFs unter allen Brokern in Deutschland. Und auch mit seinen 6000 Aktiensparplänen hast du eine größere Auswahl als die 2500 bei Trade Republic. Interessant ist auch die Möglichkeit, Krypto-ETPs zu kaufen und per Sparplan zu besparen. Beim Handel mit Wertpapieren hast du eine große Auswahl und kannst entweder für sehr günstige 99 Cent je Order oder, falls du dich für die günstige Trading Flatrate entscheidest, sogar kostenfrei an der Getex handeln. Sollte es ein Wertpapier einmal bei Getex nicht geben, kannst du mit Scalable Capital auf die noch etwas liquidere Xetra-Börse ausweichen. Hier zahlst du dann zwar etwas mehr je Order, aber im Vergleich mit klassischen Brokern ist die Ordergebühr auch dort sehr günstig. Links zu beiden Angeboten findest du unten in der Beschreibung. Hat dir das Video mit dem Vergleich von Trade Republic und Scalable Capital gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Wenn du noch Fragen zu den Depots oder einen Videowunsch hast, schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie sehr gern. Wir freuen uns außerdem über jeden neuen Abonnenten. Wenn du also mehr Videos von uns sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video mehr. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.